Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Mit genau 19 Stunden Verspätung bekommen wir heute die gestrigen 19 Uhr SBCs präsentiert, darunter auch die Top-Partien, und wie ihr es von mir gewohnt seid, werde ich euch dann natürlich eine günstige Lösungsmethode präsentieren und im Anschluss machen wir dann natürlich auch meine Packs auf. Insgesamt bekommen wir Packs im Wert von circa 100.000 Coins und zum aktuellen Zeitpunkt, es lohnt sich aber, ja, etwas vielleicht zu warten, zumindest bis Freitag 19 Uhr, also am heutigen Tag. Dann, wenn die Upgrade-Packs draußen sind, dann bezahlen wir nochmal ein bisschen weniger. Zum aktuellen Zeitpunkt, da bezahlen wir ca. 30.000, 35.000 Coins. Ich denke aber, wenn die ganzen Lightning Round starten, einfach die ganz große Packflut ist, aufgrund des Captain Teams Nummer 2, dann wird das nochmal deutlich günstiger. Also Füße stillhalten, falls ihr ja nicht unbedingt eine Karte aus dem Team 1 haben wollt. Ansonsten, ja, gehen wir rein, starten wir los mit den verspäteten Top-Partien. Das sind die Partien: Borussia Mönchengladbach gegen Köln ist das Bundesliga-Duell, Neapel, Roma, Sevilla gegen Real Madrid und PSG gegen Olympique Marseille. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten, und ja, das ist das Bundesliga-Team. Und hier haben wir folgende Bedingungen: Mönchengladbach oder Köln, da brauchen wir mindestens einen Spieler liegen, mindestens mindestens 4 Spieler sogar, Vereine mindestens 5, Teamgesamtbewertung 75, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt snipen. Ihr habt dafür 7 Tage Zeit, na nicht ganz, sagen wir mal 6 Tage und ein paar gequetschte Stunden habt ihr Zeit, diese SBCs ja abzuschließen, und danach ist sie leider weg und dann gibt es aber auch wieder die nächsten Top-Partien. Zumindest hoffe ich das. Okay, let's go. Und den Stindl, den braucht ihr dann am Schluss nicht. Ich möchte euch nur einmal demonstrieren, ja, vielleicht habt ihr im Verein noch einen Köln- oder einen Gladbach-Spieler, da müsst ihr nicht dafür extra in die Tasche greifen. Dann könnt ihr den zum Beispiel einfach hier auswechseln, ja, gegen Stindl, ja, whatever, was ihr auch immer da im Verein habt aus den genannten Vereinen. Und dann spart ihr euch nochmal ein paar Coins. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir haben ja momentan die Upgrade-Packs, beziehungsweise eher Picks, und von daher ist jeder Goldspieler mindestens 800, 750, vielleicht sogar 900 Coins wert, und von daher wartet einfach vielleicht nochmal ab bis Freitagabend, dann gibt es ja die Upgrade-Picks bis zum nächsten Montag nicht, und dann ist das Ganze bis dahin auf jeden Fall nochmal einen Tacken günstiger. Die zweite SBC, da haben wir folgende Bedingungen: Neapel oder Roma mindestens einen Spieler, Spieler aus derselben Liga max 4, Länder mindestens 6, Teamgesamtbewertung 77, Teamchemie 75 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite Top-Partie gelöst. Ich gebe das ganz gerne immer am Ende ab. Das hat den einfachen Grund, dass, falls ich hier einen Spieler doppelt verbaut habe, ihr von den Lösungen nicht betroffen seid.
dass ich euch das einmal zeige und im Anschluss, gut, da gucke ich nochmal, ob ich hier keinen Doppelten verwendet habe. Und ja, kommen wir nun zur Partie 3. Sevilla gegen Real Madrid. Da brauchen wir 2 Spieler der genannten Vereine, Spieler aus demselben Land, Region mindestens 4 Vereine, mindestens einen seltenen Spieler, den brauchen wir aber ohnehin, da haben wir schon ein paar mehr. Teamgesamtbewertung 79, Teamchemie 80 und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch diese SBC gelöst. Sollte ja von Sevilla zum Beispiel ein Spieler zu teuer sein, könnt ihr den auch einfach austauschen gegen irgendeinen Real Madrid-Spieler. Es muss ja auch kein rechter Mittelfeldspieler sein oder es könnte auch ein IV, es könnte auch ein Torhüter sein. Also je nachdem, was ihr da im Verein habt, könnt ihr da natürlich auch nochmal ein bisschen sparen. Ich mache das so, ich habe hier 900 Coins gerade bezahlt, also war recht günstig. Aber je nachdem, wie der Markt gerade ist, kann es dann natürlich auch zu Schwankungen kommen. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir noch die letzte SBC mit den folgenden Bedingungen. Ist teilweise ein bisschen knackig, also die letzte SBC, die war, dass ich sie günstig halte, ja schon knackig. Aber ich habe hier, glaube ich, auch eine gute Lösung gefunden. PSG, mindestens ein Spieler, Olympique Marseille, mindestens ein Spieler. Spieler aus einem Verein, Max 5, 2 seltene Spieler, Teamgesamtbewertung 81, Teamchemie 85 und auch hier gehen wir ein letztes Mal gemeinsam durch und dann haben wir ja die aktuellen Top-Partien abgeschlossen. Let's go! Und damit, ja, haben wir nun alles erfolgreich abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, geben wir jetzt alles der Reihe nach ab. Im Übrigen würde ich mich sehr freuen, falls man sich auch auf Twitch vielleicht mal sieht. Dort könnt ihr mir gerne folgen und zuschauen. Dort machen wir Livestream. Unter anderem habe ich dort auch eine Kamera. Also dann könnt ihr mich auch mal sehen. Ja, hier ist es alles nur so zweckgebunden. Also, was heißt nur? Ne? Hier brauchen wir keine Kamera, denke ich. Also ein paar haben zwar schon gefragt, aber grundsätzlich, da machen wir einfach im Livestream. Da ist es einfach ein bisschen persönlicher. Da könnt ihr mir auch direkt Fragen stellen, kann ich darauf antworten. Und falls ihr da grundsätzlich Fragen zu FIFA oder ja, zu vielen anderen Themen natürlich ja auch Fragen habt, dann könnt ihr sie mir dort gerne stellen. Okay, jetzt geben wir alle SBCs ab und ich sehe, ich habe keinen Doppelten verwendet, also ja, war es auch wieder erfolgreich. Ich hatte nämlich schon mal den Fall und dann habe ich das Video einfach beendet und auf einer anderen Konsole gemacht und dann musste ich quasi alles nochmal neu machen. War ärgerlich. Egal. Auch ungewohnte Zeit, hier so knapp 15 Uhr, dass ich hier für euch um diese Uhrzeit mal die Top-Partien löse und jetzt haben wir alle 5 Packs und ich würde sagen, wir gehen rein mit dem Goldspieler-Pack. Komm, gönnen uns noch einen Foot Captains, Rolls-Royce, ein Gomez. Komm, gönnen uns mal ein bisschen. Bisher Chilwell. Naja, aber die werden wir alle verkaufen. Ich werde mal nicht alle jetzt draufhauen. Ich sehe gerade, der Platz, der schmälert sich. Kleiner Tipp von mir noch, vielleicht, dass ihr bis Freitag noch, bis 19 Uhr vielleicht noch die ungebrauchten Gold Non-Rares alle verkauft. Die haben momentan, wie gesagt, einen ganz, ganz guten Wert und dann macht ihr einige Coins damit. Hier haben wir einen Bordspieler. Nein, kein Messi, aber ein Icardi. Ja, könnte man auch gut gebrauchen. Aber die wandern erstmal in den Verein. Prime Goldspieler. Machen wir erstmal das Prime Electrum Spielerpack auf mit dem garantierten, ich glaube 80 plus war es. Leider nichts, leider gar nichts.
Schade. So, 2 Packs sind noch verbleibend. Das seltene Spieler-Pack mit dem garantierten 81 Plus Spieler. Und auch hier leider nur ein Boardspieler. Morata. Okay. Und dann zum Abschluss das Prime Gold Spieler Pack. Das ist quasi das Bonus-Pack im Wert von 45.000 Coins. Also somit das größte Pack. Und komm, gönn. Nochmal vielleicht ein Walkout. Schade. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Leider Oedegaard. So, hätte ich doch gern Haaland gesehen, dann hätte sich das auf jeden Fall für mich ausgezahlt. Aber ganz sicher, guckt drauf, dass ihr die Spieler alle noch loswerdet und ihr geht auf keinen Fall mit einem Minus hier aus dieser Sache raus. Denn, guck mal, wie viele Spieler wir insgesamt bekommen haben. Also, ich setze mich auch gleich dran nach dem Video und werde alle Spieler einmal verkaufen, dass ich hier wieder ein bisschen meine Coins auf dem SBC-Account aufwerte. Ja, aufwerten tue ich das natürlich auch auf meinem Main-Account, aber da bin ich nicht so knapp bei Kasse. Kommt gerne vorbei, falls ihr da auch mal den einen oder anderen Trading-Tipp mitnehmen wollt. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch wie immer mit den Lösungen weiterhelfen konnte. Und wenn ich das getan habe, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kommentiert gerne das Video einfach für den YouTube-Algorithmus. Und falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen YouTube-Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.